So wie hier ein ganz normaler Tag auf Island sieht der typische deutsche Winter aus. Kalt, nass und windig, nur mit mehr Bäumen am Wegesrand. Aber machen wir uns nichts vor, der nächste Sommer kommt bestimmt und der Winter ist der ideale Zeitraum, um die Touren des kommenden Sommers zu planen. In der Regel fahre ich diese Touren entweder alleine oder zusammen mit meiner besseren Hälfte, doch in diesem Jahr soll das alles etwas anders ablaufen. Denn zur Abwechslung fahre ich sie weder alleine noch mit Kati, stattdessen suche ich ganz bestimmte Leute, die diese Reise mit mir zusammen antreten wollen. Na, neugierig geworden? Dann dranbleiben, wir haben alle lange darauf gewartet, hier kommt nun endlich das lang versprochene Video mit mehr Infos zur kommenden Tour. So Freunde, am 9. November habe ich euch die Frage gestellt, wie ihr es finden würdet, wenn die nächste große Reise wieder hoch ans Nordkap führen würde, da bei meiner ersten Reise ans Nordkap 2020 nicht alle Ziele möglich waren. Und eure Reaktion war ganz eindeutig ja. Aber nicht nur das, viele von euch haben in der Vergangenheit unter meinen Videos und auch in privaten Nachrichten immer wieder den Wunsch geäußert, mich mal auf einer meiner Fernreisen zu begleiten und einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung einer Reisedoku zu werfen. Und wisst ihr was? Da hätte ich schon Bock drauf, lasst uns das machen. Deswegen haben 3 von euch in diesem Sommer die Gelegenheit, mit mir zusammen auf Tour durch Skandinavien zu gehen. Doch der Reihe nach, was habe ich genau vor? Das Nordkap ist für Motorradfahrer ein besonderer Ort. Die meisten Tourenfahrer waren entweder bereits dort oder planen, eines Tages mal dorthin zu reisen. Ja, und der Rest findet es als Reiseziel einfach nur sterbenslangweilig. Wer meine Reisedoku mit der GS ans Nordkap gesehen hat, der weiß, dass nicht nur das Nordkap an sich ein schönes Ziel ist, sondern die gesamte über 4000 Kilometer lange Anreise bereits ein Ziel für sich ist. Berge, Fjorde, Wälder und Tiere warten darauf, unterwegs erkundet zu werden. Genau wie 2020 will ich in diesem Sommer wieder vom norwegischen Südkap bis hoch ans Nordkap fahren und dabei die schönsten Orte entlang des Weges besuchen. Lysefjord, Auerlandsfjellet, Geiranger, Trollstigen, Atlantikstraße, Lofoten, alles Namen, bei denen es in euren Ohren klingeln sollte. Und natürlich wird dabei wieder fleißig gefilmt, denn meine Aufnahmen von damals sind zwar nett, entsprechen aber mittlerweile nicht mehr ganz dem qualitativen Standard, den ich mir selbst auferlegt habe. Es wird allerdings einen großen Unterschied zur letzten Tour geben. Diesmal wird die Tour nach Norden nicht nur ausschließlich durch Norwegen führen, sondern es stehen auch einige Abstecher rüber nach Schweden an. Und wer meine Doku mit der GS durch Schweden gesehen hat, der weiß, was dort an herrlicher Natur wartet. 2020 fand meine Tour ein jähes Ende, als Finnland mich pandemiebedingt nicht einreisen ließ. Daher will ich in diesem Sommer auf dem Rückweg unbedingt auch die unendlichen Weiten der finnischen Wälder erkunden und das eine ums andere Mal den Asphalt verlassen, um dem TED, dem Trans-Euro-Trail, auf Schotterpisten durch die Wildnis zu folgen. Wann habe ich denn vor, diese Tour zu fahren? Treffpunkt für uns als Gruppe wäre der 2. Juli am norwegischen Südkap, um von dort aus am nächsten Tag gemeinsam in Richtung Nordkap aufzubrechen. Ich plane für diese Tour 4 Wochen ein, das klingt jetzt erstmal viel, aber ich verspreche euch, die Zeit brauchen wir auch. Denn die eingeplanten 8000 bis 10.000 Kilometer fahren sich nicht mal eben schnell und die Zeit wird vergehen wie im Flug. Was die An- und Abreise generell betrifft, ich persönlich habe vor, am 1.7. die Fähre von Emshaven nach Kristiansand zu nehmen, zurück geht es dann am 26.7. von Helsinki nach Travemünde. Die An- und Abreise mit den Fährfahrten plant am besten jeder für sich selbst, damit jeder die für ihn oder sie beste und bequemste Route wählen kann. Natürlich habe ich auch vor, dass wir uns im Frühjahr mal persönlich treffen und vor der Tour kennenlernen können, aber alles zu seiner Zeit. Denn wen suche ich eigentlich? Ich suche Leute, die im besten Fall noch keine oder keine große Fernreiseerfahrung haben. Leute, die zwar gerne Motorrad fahren, dies aber in der Regel nur im Rahmen kleinerer Touren machen.
Leute, die behaupten, sich Touren wie zum Beispiel meine Reise durch Island selbst nicht zuzutrauen und stattdessen lieber den Reisedokus von Leuten wie mir zusehen. Und die am besten noch nicht durch Skandinavien gereist sind. Denn genauso wie es für mich eine Premiere ist, eine so große gemeinsame Tour auf die Beine zu stellen und zu leiten, würde es mich freuen, wenn ich dich für das Fernreisen im Allgemeinen und speziell für das Reisen in Skandinavien begeistern könnte. Da, wo es nachts nicht mehr dunkel wird und wo man noch das Gefühl echter Freiheit fühlen kann. Aber bevor ihr jetzt fleißig in die Kommentare schreibt, dass ihr gerne mit mir kommen würdet, ihr solltet unbedingt auch einige Voraussetzungen mitbringen und euch über ein paar Dinge im Klaren sein. Hier sind die wichtigsten. Ihr solltet in der Lage sein, 4 Wochen lang so gut wie jeden Tag mehrere 100 Kilometer fahren zu können. Natürlich wird es auch mal ruhigere Tage geben, aber die körperliche Belastung sollte man nicht unterschätzen. Ihr müsst eine passende Maschine haben. Das muss keine GS sein, ich weiß ja, dass viele von euch die GS hassen, aber eure Maschine muss fernreisetauglich sein. Damit meine ich, dass ihr ein Gepäcksystem braucht, denn jeder nimmt seinen eigenen Kram auf der eigenen Maschine mit. Außerdem solltet ihr möglichst ein Stollenprofil auf den Reifen haben, um auf den Streckenabschnitten mit Schotter keine Probleme zu haben. Ihr braucht außerdem eure eigene Campingausrüstung. Ich bemühe mich zwar, Sponsoren unter anderem für Zelte an Land zu ziehen, es schadet aber nicht, wenn ihr eigene Ausrüstung in der Hinterhand habt. Wer wissen will, was ich in meinen Koffern alles mit auf Tour habe, der schaut am besten mal in dieses Video hier. Vor der Reise gehe ich das aber nochmal individuell mit jedem Teilnehmer durch. Ganz wichtig, ihr braucht Bock auf Abenteuer und den Willen, aus eurer Komfortzone zu kommen. Ihr kennt meine Videos. Ihr wisst, dass ich bei jedem Wetter fahre und auch so oft es geht am Wegesrand wild campe. Und genau so wird auch diese Tour ablaufen. Die Tour soll einen Expeditionscharakter haben, wir werden also bewusst auf einige Annehmlichkeiten und Infrastruktur verzichten und so oft es geht wild campen. Das heißt, statt einer Dusche gibt es gerne mal eine Katzenwäsche im Fluss und das Bett wird gegen die Isomatte getauscht. Und ich möchte aus dieser Tour natürlich wieder eine Reisedokumentation schneiden, in der ihr ein zentraler Bestandteil sein werdet, denn ihr sollt nicht nur mitfahren, sondern mit euren Eindrücken und Gedanken auch aktiv dazu beitragen. Dazu wird jeder Teilnehmer seine eigene GoPro mitbringen oder eine von mir gestellt bekommen und damit eine Art Reisetagebuch führen. Und am Ende wird das keine Doku über meine Tour, sondern über unsere gemeinsame Tour. Deswegen solltet ihr auch bereit sein, dass euer Gesicht am Ende hier auf YouTube landet. Ob ihr Männlein oder Weiblein seid, ist mir übrigens vollkommen egal. Hauptsache, ihr seid sattelfest. Und wie werdet ihr denn jetzt zum Mitfahrenden? Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und es euch immer noch in den Fingern juckt, mit mir in diese Tour zu starten, dann liegt es jetzt an euch. Habt ihr im angegebenen Zeitraum Zeit? Habt ihr eine passende Maschine? Habt ihr Bock, euch von mir Skandinavien zeigen zu lassen? Dann habt ihr jetzt eine Hausaufgabe. Geht auf www.gs-enthusiast.de/Skandinavien 2023 und lest euch dort nochmal alles an Infos durch, was ich euch da so aufgeschrieben habe. Dort steht dann auch alles zum weiteren Vorgehen. Ich bin gespannt, wer sich so alles bei mir melden wird. So, ihr seid dran. Haut mal in die Kommentare, ob ihr Bock hättet, mit mir auf große Tour zu gehen. Ach ja, und ich hatte es ja schon erwähnt, meine Website ist online. Schaut gerne mal auf www.gs-enthusiast.de vorbei, dort gibt es viele Infos zu meinen Reisen und meiner Ausrüstung. Die Seite ist noch nicht ganz fertig, aber in Kürze folgen da zum Beispiel auch die von euch so oft angefragten GPX-Dateien zu meinen Reisen. Und alle, die es nicht schaffen mitzukommen, die finden dort später die Videos und Bilder der Reise zum virtuellen Mitfahren. Wenn ihr mich in der Zwischenzeit bei der Planung der Tour unterstützen wollt, dann drückt unten die berühmten Knöpfe, lasst ein Abo da und teilt das Video gerne mit den Motorradfahrern in eurem Umfeld. Und da immer mal wieder Fragen kommen, ob man mich irgendwie finanziell unterstützen kann, sowas wie PayPal habe ich leider nicht. Aber unten findet ihr den Button für das Super Thanks, mit dem könnt ihr mir etwas in die Kaffeekasse werfen. Genau wie die Einnahmen aus der Werbung in den Videos fließt das zu 100% als Investition in besseres Equipment in den Kanal zurück. Ansonsten sehen wir uns hier in 14 Tagen wieder, dann zu einer Mini-Reise-Doku aus meinem liebsten Reiseland, die euch sicherlich auch gefallen wird.
Und danach folgen noch 1 oder 2 weitere Videos zu Island, ehe wir dann auch mal in die nächste Reise starten. Ansonsten vielleicht bald sprichwörtlich Danke fürs Mitfahren. Bis dann!